Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Be a Mover Folge. Wie ihr wisst, stellen wir bei mir Be a Mover Leute vor, die etwas verändern wollen, die etwas neu machen wollen und die in die Zukunft schauen und deswegen verändern. Deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, dass Jürgen Hartwig bei uns ist, Personalvorstand der Daimler Truck AG. Jürgen, du bist ja schon eine ganze Weile im Unternehmen. Ich kenne dich aus Zeiten, wo du mal in China gearbeitet hast. Ich erinnere mich dunkel, dass du auch mal in Untertürkheim warst. Wo hast du eigentlich angefangen in der Firma? Ja, ich habe vor 30 Jahren angefangen, in Gaggenau. Interessanterweise habe ich in Gaggenau auch meine Jugend verbracht, was am Ende dazu führt, dass man irgendwie so gefühlt ein Daimler Truck oder ein Unimog-Kind ist. Ja, und da habe ich tatsächlich vor 30 Jahren angefangen. Okay, der Unimog wird ja nicht mehr in Gaggenau produziert, sondern immer noch. gefühlt immer noch. Das habe ich auch gemerkt. Das Museum ist ja immer noch da, ist auch inzwischen Conference Center. Was gab es damals eigentlich für Gründe, das nach Wörth zu bringen? Waren das Effizienzgründe? Die Gaggenauer haben da, glaube ich, sehr drunter gelitten. Für Gaggenau ist der Unimog nach wie vor ein Teil der Gaggenauer DNA. Der Unimog selbst ist ein faszinierendes Produkt. Es gibt ja diesen klassischen Witz zum Unimog, wenn man gefragt wird, wie lange hält ein Unimog. Und die Antwort heißt, das wissen wir noch nicht, weil es ihn erst seit 70 Jahren gibt. Die Stückzahlen selbst waren in der Größenordnung, dass er an einem Standort, der ansonsten eher eine andere Fertigungsart hat, auf Dauer keinen Sinn gemacht hat. Und von da war es für uns insgesamt für eine stärkere Integration mit Wörth und in Wörth der sinnvolle Schritt, auch wenn es emotional für Gaggenauer schwierig war. Ist es eigentlich immer noch so, dass wir so viele Bewerbungen haben, auch für den Truck, dass wir uns vor Bewerbern kaum retten können? Grundsätzlich hat sich der Arbeitsmarkt verändert. Das gilt nicht nur für uns, das ist in Summe so. Ich habe 1993 angefangen als Babyboomer. Damals war es als Studienabgänger extrem schwierig, einen Job zu kriegen. Hieß für Daimler, man hat irgendwas gepostet in der Zeitung und hatte Waschkörbe an Bewerbungen. Die Zeiten sind vorbei. Speziell für die Profile, die die Industrie verändern werden, Richtung autonomes Fahren, Richtung emissionsfreies Fahren, haben Top-Kandidaten die Wahl, wo sie am Ende arbeiten wollen. Heißt für uns im Umkehrschluss, wir müssen uns als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, wir müssen Aktivitäten starten. Man sieht im Hintergrund vielleicht, aktuell haben wir große Recruiting-Aktivitäten. Und jetzt, um konkret auf die Frage zu antworten, wir haben gute Bewerbungen, wir haben sehr gute Bewerbungen, die sind auch in der Zahl und in der Qualität absolut okay. Aber es ist deutlich anspruchsvoller für uns, deutlich zu machen, warum wir ein toller Arbeitgeber sind. Gelingt uns im Moment gut. Hätte ich als Teil der ehemaligen Lehrerschwemme eine Chance, wenn ich mich hier Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Okay. Liegt aber zum Teil am Profil und zum Teil an dir. Ja, okay. Aber gibt es diesen War of Talents, von dem immer geredet wird, wirklich? Ist es so, wirbt man so aggressiv um High Potentials, um Kandidaten? Gut, ich meine, in Zeiten wie diesen mag ich den Begriff War sowieso nicht. Ich glaube, der hat seit dem 24. Februar eine neue Dimension bekommen. Aber Fakt ist, dass es ein sehr, sehr intensiver Wettbewerb ist um gute Kandidaten. Diejenigen, die heute und morgen oder in diesen Tagen bei uns in Auswahlprozessen sind, in bestimmten Profilen, die können sich den Arbeitgeber aussuchen. Und damit stehen wir im Wettbewerb auch mit anderen Arbeitgebern. Was macht uns denn, Daimler Truck, als Arbeitgeber attraktiv? Ist es das Klima? Ist es die gute Bezahlung? Ist es das Drumherum? Was gehört dazu? Also ich bin überzeugt, das ist ein Mix von unterschiedlichen Dingen. Also Bezahlung darf man nicht vergessen, selbst in Zeiten mit einem großen Purpose, das muss okay sein. Aber es ist am Ende nicht der entscheidende Faktor. Für mich gibt es so ein paar Dimensionen. Das eine ist, technologisch betrachtet ist es extrem spannend, was hier gerade passiert. Lkw- und Busindustrie verändern in eine emissionsfreie Zeit, dazu noch gegebenenfalls autonom, ist wahnsinnig faszinierend von der Aufgabenstellung. Dazu im Prinzip Geschäftssysteme entwickeln, die das Ganze reflektieren. Super spannend. Zweiter Punkt, wir sind eine wirklich globale Firma. Und wenn ich über global rede, dann finde ich für mich persönlich, wenn ich zum Beispiel bei Recruiting-Events Menschen aus unterschiedlichen Ländern sehe, wir haben Menschen aus über 100 Ländern in der Firma mit über 40 Locations. Und mit dem, was sich gerade abspielt in der Welt, finde ich diese Vernetzung unheimlich spannend und faszinierend. Man kann wirklich global agieren. Das ist ein zweiter Punkt. Der dritte Punkt ist, wir haben mit der Trennung es schon geschafft, sagen wir mal, ein Stück weit einen Beginn einer neuen Identität zu schaffen. Und wir haben letztes Jahr zum Tag 1, am 1. Dezember, haben wir
die Menschen da draußen gefragt, sagt doch mal, warum seid ihr eigentlich stolz, bei Daimler Truck zu arbeiten? Wir haben überhaupt nicht gewusst, wie sieht die Reaktion aus. Und haben gedacht, okay, vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts. Ich bin ja immer ein Stück weit befangen, weil so als Personalchef weiß man ja nie, muss er das jetzt sagen, weil es sein Job ist. Aber da kamen Rückmeldungen, die haben uns echt fasziniert. Ich habe den Film 30 Mal gesehen und habe beim 31. Mal noch Gänsehaut. Hello, guten Tag. I'm Mayano from Japan. I'm Simon and I work for Daimler Trucks. Olá, bom dia. My name is Kusang Cho, working at Daimler Trucks Korea. I'm Marco from Mexico. I'm Sagai from India. This is Alessandro from Brazil. History is being created at this very moment. I want to be part of the team which creates the history. We are ready to keep the world moving. Let's make your star shine even more. We are Trucks and here we come. And by the way, die coolen Leute arbeiten bei Daimler Truck. So, Be a Mover heißt auch, sich flexibel zu verändern. Das haben wir jetzt gemacht. Wir sind hier drinnen in den schönen Räumlichkeiten in dem Daimler Truck Headquarter. Was war eigentlich der Grund, das hier als so eine Art Campus-Konzept aufzuführen? Wir hatten lange Jahre die Daimler Truck-Kollegen verteilt im ganzen Großraum Stuttgart. Ich rede nicht von Wörth, dem Werk und den anderen Werken, sondern Großraum Stuttgart. Wer Stuttgart kennt, von Esslingen über Untertürkheim, andere Standorte. Und wir hatten immer die Idee, die Trucker zusammenzubringen. Und dann war insgesamt vor vielen Jahren die Diskussion bei Daimler noch in der gemeinsamen Welt, dass man Platz in Untertürkheim sucht. Und dann haben wir die Hand gestreckt, wenn einmal rausgeht, dann machen es wir. Wir haben noch viele Kollegen in Untertürkheim, die sind noch da und wir überlegen, wie wir das machen. Und so ist die Entscheidung gefallen, dass wir insgesamt uns bewegt haben. Der zweite Teil war dann klar, dass wir einen Campus wollen, eine Location, die im Prinzip zu unserer Kultur entsprechend passt. Offen, hell, transparent. Hinter uns steht ein LKW, steht ein Actros. Einfache Eingänge, öffentlicher Zugang, keine separaten Büros. Wer jemals zu mir kommt, ich habe kein eigenes Büro mehr, da kann jeder vorbeilaufen. Mein Platz ist nur an einem KSC-Schal zu erkennen. Ansonsten ist es ein sehr, sehr freies und offenes Konzept, weil wir das eigentlich auch als Führungsphilosophie ausstrahlen wollen. Warum ist ein Mannschaftssport wie Fußball für dich so attraktiv und gibt es Analogien zu der Tätigkeit, die du als Personalverantwortlicher, als Bindeglied zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden eigentlich siehst? Ich meine, es wird keine Firma der Welt geben, die nicht sagt, dass Teamarbeit wichtig ist. Und wenn wir mal von Buzzwords weggehen, dann bin ich wirklich zutiefst überzeugt, dass es Analogien gibt zwischen Fußball. Nicht vielleicht zwischen dem Erfolg meiner Fußballmannschaft und dem Erfolg von Daimler Truck, da würde ich leichte Unterschiede machen. Aber dass verschiedene Dinge zueinander greifen müssen, dass es am Ende um den Gesamterfolg geht und nicht um den Einzelnen. Es bringt ja nichts, wenn einer 3 Tore schießt und du kriegst hinten 4 rein. Dass es um ein Miteinander geht, dass es ums Helfen geht, um den Austausch, um blindes Verständnis. Das sind alles Analogien, die halte ich auch für extrem wichtig hier. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass erfolgreiche Fußballmannschaften auch davon leben, dass die Art und Weise, wie sie miteinander agieren, auf dem Platz und neben dem Platz eine zentrale Rolle spielen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass das für uns auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Nun haben wir ja als globales Unternehmen ganz unterschiedliche Menschen in der Firma. Ich denke an Fuso in Japan und ich denke an Freightliner in den USA, an der Westküste in Oregon. Merkst du, dass das manchmal quietscht und eiert oder passt das trotzdem gut zusammen? Also für mich ist es erstmal eine Riesenchance. Natürlich ist es so, dass es manchmal auch anspruchsvoll ist. Das fängt bei den Zeitzonen an. Wenn ihr meinen Job nehmt, ja, ich fange meistens mit Asien an und gehe mit Portland ins Bett. Wenn ich eine gemeinsame Sitzung mache, dann starte ich die um 14 Uhr. Dann ist die japanische Kollegin um 22 Uhr dabei und die US-Kollegin steht morgens um 4 auf. Das ist manchmal anspruchsvoll. Aber auf der anderen Seite, diese unterschiedlichen Sichtweisen für unser globales Geschäft sind absolut essentiell. Und wenn du mich persönlich fragst, was ist für mich so das Faszinierendste an meiner Arbeit mit den Menschen, dann ist es gerade diese Unterschiedlichkeit. Ja, jetzt war ich lange wenig auf Reisen wegen Covid, aber insgesamt, wenn ich in Japan mit den Kollegen zusammen bin, in Brasilien, in den USA, gibt mir wahnsinnig viel Energie. Nun haben wir auch ganz unterschiedliche Produkte im Angebot. Und die nächste Frage, die sich anspielt, ist dann ESG als Kriterium. Ist das für dich auch wichtig in der Beurteilung unseres Unternehmens?
Gut, erstmal ist ja eine Beurteilung, die von außen da ist, immer eine legitime. Und es stellt sich für mich gar nicht so sehr die Frage, ob ich jetzt der Meinung bin, ob das richtig ist, wenn die draufschauen oder nicht. Ich finde es legitim und ich finde es auch die richtigen Fragen, weil sie gesellschaftlich relevant sind. ESG ist für mich etwas, was ich als tiefe innere Verpflichtung betrachte. Wir alle leben in dieser Welt, wir alle sollten darauf achten, dass es die dauerhaft gibt. Wir wollen gut Geld verdienen, überhaupt keine Frage. Aber wir wollen absolut ein nachhaltiges Unternehmen sein. Sei es auf der Frage des Themas E, auf dem Thema S, wo ich selbst sehr, sehr intensiv mit dabei bin, in der Frage, wie gestalten wir Arbeitsbedingungen, wie gestalten wir die Bedingungen für unsere Mitarbeiter. Und von daher ist es für mich keine Verpflichtung, sondern mehr eine Selbstverpflichtung und Überzeugung, dass wir da viel machen müssen. Wenn ich den Standort Deutschland sehe, ist der mit all seinen Facetten noch wettbewerbsfähig im Vergleich zu anderen, zu Amerika, zu China, zu Brasilien? Wir haben ja auch in Indien einen relativ starken Footprint. Sind wir in Deutschland noch wettbewerbsfähig? Also für mich ist der Standort Deutschland wettbewerbsfähig. Wir haben bewusst eine Entscheidung getroffen, die Zentrale hier in Deutschland im Großraum Stuttgart zu machen. Wir haben Zukunftsbilder definiert für unsere deutschen Aggregate-Standorte in Kassel, in Mannheim, in Gaggenau. Wir haben uns entschieden, den elektrischen Actros in Wörth zu produzieren. Das ist ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland und auch zur Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt kommt es aber, wir haben natürlich auch Fertigungsarten und Geschäftsbereiche, die sehr lohnintensiv sind. Und wir müssen sehr genau beobachten, wie schaffen wir es auch weiterhin dort wettbewerbsfähig zu sein. Speziell, wenn unsere Wettbewerber in Ländern produzieren, die deutlich günstiger sind, was dann manchmal dazu führt, dass wir uns auch sehr, sehr kritisch die Frage stellen müssen zum Erhalt des Standorts Deutschland, dass wir eine Kostenposition haben, die auch dauerhaft funktioniert. Du hast die Transformation eben angesprochen, du hast gesagt, der E-Actros wird in Wörth produziert. Die Stückzahlen sind noch sehr überschaubar. Wir sind auf der anderen Seite dabei, den Wasserstoff-LKW zu promoten, also dual im Prinzip im System zu laufen. Wo glaubst du, wird diese Transformation enden und wie lange wird es noch dauern, bis wir CO2-neutral fahren können mit den meisten Fahrzeugen? Gut, es wird sicherlich eine Reise sein, die uns die nächsten 20 Jahre begleitet. Wir haben ja Ziele bis 2039 kommuniziert und es wird die Reise sein, auf die wir uns jetzt begeben. Das wird es jetzt sukzessive immer mehr Fahrzeuge geben. Das wird jetzt ein Trend sein, der wird weiter hochlaufen. Natürlich sind wir im Moment noch in einem Bereich, der übersichtlich ist. Das wird in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts deutlich zunehmen. Und in den 30er Jahren sieht die Welt komplett anders aus. Wenn du selbst die Wahl hättest, Elektro- oder Wasserstoff, Brennstoffzelle, wofür würdest du dich entscheiden? Na gut, im Lkw-Geschäft ist es natürlich ja sehr entscheidend zu gucken, für was ich es brauche. Ja, wenn du mich jetzt als Pkw-Fahrer oder als Privatperson fragst, würde die Antwort komplett anders ausfallen als in unserem Geschäft. Und in unserem Geschäft hängt die Antwort dieser Frage im Wesentlichen davon ab, für was brauche ich es. Für einen, der permanent von Hamburg nach Barcelona fährt, ist, glaube ich, die Brennstoffzelle interessanter. Für den Verteilerverkehr würde ich sicher eher elektrisch fahren. Aber ich glaube, dass da unsere Kunden ein sehr, sehr gutes Gespür dafür haben, was sie brauchen. Brennstoffzelle ist ein gutes Stichwort. Wir haben da ja ein Joint Venture aufgesetzt, zusammen mit Volvo, eigentlich unserem ärgsten Konkurrenten auf dem europäischen Markt. Macht das Sinn, so viel Geld zu investieren in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Konkurrenz? Gesellschaftspolitisch, für alle Länder, für alle Unternehmen, ist es eine gewaltige Anstrengung, diese Transformation hinzukriegen, die sehr, sehr viel Geld kostet. Und von daher stellt sich natürlich die Frage, wenn man in neue Technologien investiert, ist es sinnvoll, in die Basisarbeit, die am Ende gemacht werden muss, gemeinsam zu investieren, um die Grundlagen dafür zu haben, um es dann mit spezifischen Fahrzeugkonzepten, mit unserer Lösung, dann für die Mercedes-Welt oder für die Freightliner-Welt und Volvo sicherlich für die eigene Welt auf die Straße zu bringen. Aber in dieser Phase ein Stück weit die finanzielle Last zu teilen und gemeinsam Know-how einzubringen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass es am Ende insgesamt auf die Straße kommt, halte ich für sinnvoll. Und die Differenzierung, die findet dann später statt. Da haben wir ein turbulentes Jahr hinter uns. Wir sind jetzt praktisch in der Jahresmitte 2022 angekommen. Wir haben eine Aufspaltung des Unternehmens gehabt. Wir haben Day One gehabt an der Börse. Wir haben einen sehr stabilen Kurs an der Börse hingelegt. Wir sind auch mit lauter Kaufempfehlungen gesegnet. Bis jetzt kein Analyst, der sagt, verkaufen die Aktie.
Wo siehst du unser Unternehmen in den nächsten 5 Jahren? Wie wird sich das entwickeln? Und wird sich auch die Arbeitskultur und die Arbeitswelt für die Mitarbeitenden entwickeln? Ganz unterschiedliche Dimensionen. Also ich bin zutiefst überzeugt, dass wir auch in 5 Jahren ein sehr erfolgreiches Unternehmen sein werden. Wir werden deutlich Richtung CO2 gearbeitet haben, werden dort viel verändert haben, werden deutlich mehr Autos auf der Straße haben. Zum Zweiten, wir werden trotzdem kontinuierlich daran arbeiten, dass wir zumindest aus der Heavy-Duty-Seite auch in Zukunft die besten Motoren dieser Welt haben. Das ist der inhaltliche Teil. Wir sind sehr, sehr gut aufgestellt und wenn wir im Prinzip auf der einen Seite unsere Hausaufgaben beim Kunden machen und auf der anderen Seite diszipliniert sind auf der Kostenseite, werden wir in 5 Jahren auch wirtschaftlich ein erfolgreiches Unternehmen sein. Es gibt eine dritte Dimension und die ist ein Stück weit sehr stark durch Covid katalysiert worden. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, wird nicht mehr in der Welt zurückgehen, wie wir sie bis Februar 2020 gekannt haben. Wenn du zum Schluss einen Wunsch und eine Botschaft an die Mitarbeitenden dieses Unternehmens versenden möchtest, was würdest du ihnen mit auf den Weg geben? Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir als Führungskräfte eine große Verantwortung tragen, du, ich, alle Kollegen. Aber das Zweite ist, am Ende ist es das Resultat von uns allen, von den 100.000 auf der Welt. Und wenn ich einen Wunsch hätte, dann würde ich mir wünschen, bringt euch ein, gestaltet, überlegt euch, was die Firma besser macht. Wenn was nicht passt, sprecht es laut aus. Lasst uns gemeinsam eine Kultur entwickeln, wo wir gemeinsam Lust haben, daraus die geilste Truckfirma der Welt zu machen. Jung, ich danke dir für das Gespräch. Ja, und ich sage herzlichen Dank für euch, die ihr zugesehen habt, für unseren Videodreh, den wir hier gemacht haben. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hatte das Gefühl auch, dass du auch Spaß hast bei der Sache, war gut. So. Und BM Mover kommt garantiert wieder. Dann sehen wir mal, was wir als nächstes, welchen Gesprächspartner wir dann haben oder Gesprächspartnerinnen. Bleibt auf jeden Fall dabei. Stay tuned. Dankeschön.